Hallo, ich bin Birgitte Waldschmidt und möchte euch heute einen ganz besonderen Untergrund vorstellen aus dem Hause Ampersand. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Scratchboard. Das Scratchboard ist ein 3 mm starkes eine Holzpaneele. Es hat eine matte Optik, ist ebenmäßig schwarz, da es ja von Werks wegen mit indischer Tinte beschichtet wurde. Darunter liegt unser bereits bekanntes Clayboard. Es gibt auch kleine Formate und wir können hier auf diesem Board sehr präzise kratzen. Das Ganze kann auch wieder übermalt werden. Aus dem Grund entstehen nahezu fotorealistische Elemente. Und zu diesem Board gibt es auch ein ganz spezielles Werkzeug, verschiedene Tools für eine flächige Radierung, für ganz feine Federlinien, für eine Felloptik mit dieser abgerundeten, mit der kann ich sehr feine Linien ziehen. Jetzt werde ich mal dieses Tool nehmen, das man normalerweise für Felle und für unregelmäßige Optiken verwendet. Mit dem flächigen Radierer bekomme ich ganz weiche Aufhellungen, die wir dann später auch mit Farbe wieder auffüllen können. Um große weiße Flächen zu bekommen, nehme ich dann eine Edelstahlwolle. Die Edelstahlwolle sollte fettfrei sein und damit kann ich tatsächlich große Flächen wieder ausradieren und kann jetzt mit einem dreizackigen Tool auch ganz feine, an Federn erinnernde Linien setzen. Und am besten arbeitet man auch ganz locker. Selbst wenn mir mal eine Sache nicht gelingen sollte, könnte ich auch die Flächen wieder mit einer schwarzen Tusche auffüllen und wieder angleichen. Genauso gut kann ich aber auch meine ausradierten Flächen mit einer speziellen Tinte einfärben. Und das Tolle an der Tinte ist, dass sich keine Ränder bilden. Normalerweise hat man, wenn ich jetzt eine flüssige Acrylfarbe verwenden würde, bekommt man also Ränder. Und bei dieser Tinte wird es vermieden, das Umfeld bleibt matt und man koloriert damit wirklich nur die weißen Stellen. Schichten über bereits bemalte Tinte legen und bekomme so eine ganz feine Nuancierung. Man sieht, wie toll es auf diesen Ampersand-Platten funktioniert. Ich könnte das jetzt trocknen lassen und könnte auch die Tinte wieder ausritzen und könnte weitere Ziselierungen erarbeiten. Und zum Abschluss müssten wir dann diesen schwarzen Untergrund allerdings entweder mit einem matten oder auch mit einem glänzenden Fixativ, das kann man ganz nach Belieben wählen, müsste man das fixieren, einfach um Abdrücke der Finger auf dieser matten Oberfläche zu vermeiden. So. Hier habe ich also auch noch ein paar Dinge vorbereitet schon. Hierbei handelt es sich auch um ein Scratchboard und wie man sehen kann, wenn ich entsprechende Farben verwende, kann ich auch dieses Scratchboard durchaus mit brillanten Farben bemalen und kann auch Ziselierungen herauskratzen. Das funktioniert auch wunderbar und ich bekomme so eine ganz, ganz tolle Mixed-Media-Arbeit, die sowohl gemalt werden kann, als auch gekratzt. Hier ist es
auch auf eine ganz einfache Art und Weise, kann man das hier sehr gut erkennen. Hier habe ich also viel mit einer flüssigen Acrylfarbe in Weiß erstmal gearbeitet und bin dann mit Farbe drüber gegangen und habe dann anschließend wieder herausgekratzt, das Ganze wieder koloriert, um einfach so ein bisschen die Möglichkeiten auszuloten. Auf dem Ampersand Scratchboard kann man selbstverständlich auch mit einem ganz herkömmlichen Cutter kratzen. Das geht auch sehr, sehr gut. Man kann auch über bereits ausgekratzte Stellen auch hinwegarbeiten. Interessant ist es auch, wenn man immer mal wieder dunkle Stellen stehen lässt, also nicht alles komplett wegkratzt. Und wenn ich den Cutter ganz, ganz fein und weich aufsetze, kann ich wirklich sehr, sehr filigrane Linien herauscutten. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze noch kolorieren kann und wie man auch mit flüssigen Farben auf diesen schwarzen Untergrund gehen kann, das Ganze auch etwas bemalen kann, was man dann später auch wieder auskratzen könnte. Wieder ein bisschen Farbe absaugen, wenn es zu dicht wird, wenn man zu wenig erkennt, ist das hier auch auf diesen wirklich äußerst stabilen Untergründen wunderbar zu bewerkstelligen. Durch den starken Kontrast zwischen Schwarz und dem Gelb kann man hier noch deutlicher erkennen, wie sich die ausgekratzten Elemente einfärben und wie toll sich das dann absetzt vom Untergrund. Was wir hier auf diesem Scratchboard von Ampersand gearbeitet haben, ist auf keinem anderen Material möglich. Es ist tatsächlich, hat dieses Material ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne nichts Vergleichbares, auf dem man also so Mixed-Media-mäßig auch arbeiten könnte. Papier wäre viel zu empfindlich, alle anderen Materialien auch. Und selbst hergestellte Holzplatten, beschichtete, lassen diese feinen Ziselierungen, wie wir sie jetzt auch hier erreicht haben, diese feinen Linien, wären absolut unmöglich. Wieder dazwischen kratzt, das wird super gehen. Ja.